Deutsch lernen durch Hören. Ein neues Leben in Dortmund. Anja und Tobias sind vor 6 Wochen mit ihren 2 Kindern nach Dortmund gezogen. Vorher haben sie in Bremen gelebt. Jetzt beginnt ihr neues Leben in einer anderen Stadt. Am Anfang war vieles neu und ungewohnt. Die Wohnung, die Schule, die Arbeit und die Nachbarn. Alles war anders. Aber langsam wird es besser. Die Familie lernt Dortmund jeden Tag ein bisschen mehr kennen. Tobias hat hier einen neuen Freund gefunden. Sie treffen sich oft. Am Wochenende gehen sie zusammen angeln. Die beiden sitzen gerne zusammen am Wasser. Manchmal bleiben sie sogar über Nacht und machen Camping. Für Tobias ist es schön, einen Freund hier zu haben. Das macht Dortmund für ihn noch besser. Auch ihre Tochter Sabrina fühlt sich in Dortmund wohl. Trotzdem denkt sie oft an Bremen. Dort lebt ihr Freund Alex. Sie sagt fast jeden Tag: »Mama, kann ich Alex nächsten Monat besuchen?« Sie möchte einmal mit dem Zug nach Bremen fahren. Natürlich vermisst sie Alex sehr. Trotzdem entdeckt sie auch schöne Dinge in Dortmund und freut sich über neue Erlebnisse. Das andere Kind heißt Marvin. Er ist 10 Jahre alt. Am Anfang ist Marvin oft still. Er spricht nicht viel. Er vermisst seine alte Schule in Bremen. In der ersten Woche will Marvin nicht in die Schule gehen. Er sagt jeden Morgen: »Ich kenne da niemanden.« In der Pause steht er allein auf dem Schulhof. Er schaut zu den anderen Kindern, aber sagt nichts. Nach ein paar Tagen kommt ein Junge zu ihm und fragt: »Willst du mitspielen?« Marvin sagt ja. So beginnt eine neue Freundschaft. Sie fahren manchmal zusammen mit dem Fahrrad nach Hause. Marvin freut sich. Marvin spielt gern Fußball. Ganz in der Nähe gibt es einen Sportverein. Dort trainiert er jetzt 2-mal pro Woche. Auch im Verein hat er viele neue Freunde gefunden. Anja hat in Dortmund einen Bürojob gefunden. Sie arbeitet jetzt in einer kleinen Firma und ist sehr zufrieden. Am Anfang war alles neu und schwer. Sie wusste nicht, wo die Dinge sind. Zum Beispiel, wo ist der Drucker? Wo holt man die Post? Wie meldet man sich am Telefon? Auch die Regeln waren anders als in Bremen. In Dortmund beginnt der Arbeitstag früher und man muss viele Notizen am Computer machen. Eine Kollegin hat ihr aber geholfen. Jetzt kennt Anja die Abläufe besser. Sie versteht sich auch gut mit den Kollegen und geht morgens gerne zur Arbeit. Aber auch Anja denkt manchmal an Bremen, vor allem an ihre beste Freundin Caro. Die beiden haben oft Zeit zusammen verbracht. 1-mal pro Woche haben sie sich getroffen. Sie sind ins Café gegangen und haben lange geredet. Heute wohnt Caro noch in Bremen und arbeitet als Influencerin. Sie hat viel zu tun und sitzt oft lange am Computer. Anja fehlt die gemeinsame Zeit mit ihr. Manchmal wünscht sie sich, wieder mit Caro Kaffee zu trinken und zu sprechen. Das klappt nicht so oft. Aber abends telefonieren sie. Sie erzählen sich, was sie erlebt haben. Anja freut sich jedes Mal auf das Gespräch. Danach fühlt sie sich nicht mehr so allein. Sie sagt oft: »Es ist schön, dass wir noch Kontakt haben.« Am Wochenende sind Anja und Tobias meistens zu Hause.
Sie arbeiten in ihrer neuen Wohnung. Möbel aufbauen, Bilder aufhängen, Kisten auspacken. Es gibt viel zu tun. Aber sie helfen sich gegenseitig und schaffen viel. Jetzt ist fast alles fertig. Die Wohnung ist schon gemütlich. Es gibt Pflanzen, bunte Kissen und schöne Lampen. Die Familie fühlt sich wohl. Manchmal machen sie einen Ausflug in die Natur. In der Umgebung von Dortmund gibt es viele schöne Orte. Sie laden auch Freunde ein oder besuchen neue Bekannte. Bremen vermissen sie ein bisschen, vor allem die alten Freunde. Aber sie sagen oft, Dortmund ist auch eine gute Stadt. Hier beginnt unser neues Leben.